ist, lebt die Beziehung nicht alleine. Wie ist er in anderen Konstellationen? Ich kenne alles aus der Vergangenheit von meinem Mann. Hey meine Lieben, willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich bin Melissa, falls wir uns noch nicht kennen, und heute geht es um das Thema Dating. Mein Mann und ich haben uns 5 Jahre lang gedatet, bevor wir geheiratet haben. Und in diesen Jahren habe ich ein paar Dinge gelernt, die ich mit dir teilen möchte. Die Tipps, die ich gebe, haben uns geholfen und hoffe natürlich, dass sie dir auch helfen können. Ich habe gemerkt, meine ersten 3 Punkte, da geht es viel auch darum, dass man andere mit reinnimmt. Das heißt, was ich jetzt auch schon ein bisschen öfter mitbekommen habe, und ich möchte niemandem zu nahe treten. Als große Schwester, wenn du also zu mir kommen würdest und mich um Rat bitten würdest, dann würde ich dir sagen, nimm andere Leute mit rein. Lebt eure Beziehung nicht zu zweit. Dafür ist die Entscheidung, den Partner fürs Leben zu finden, viel zu groß. Ich verstehe es, dass man die Beziehung beschützen möchte und nicht viele Menschen reinsprechen lassen möchte. Ich verstehe es, wenn man sich gegebenenfalls Sorgen darüber macht, dass andere schlecht über den Partner reden würden oder schlecht über die Beziehung oder einem das nicht gönnen würden. Aber es ist wichtig, dass die Beziehung nicht in der Dunkelheit ist, sozusagen. Es ist wichtig, dass ihr eure Beziehung so lebt, dass auch andere sehen können, was in dieser Beziehung passiert. Weil wenn du in dieser Beziehung bist und beispielsweise dein Freund dich nicht gut behandelt, aber niemand bekommt davon mit, was du für eine Beziehung lebst oder wie die Person oder dass die Person vielleicht der Grund ist, dass du dich in einer Art und Weise veränderst, die vielleicht nicht gut ist, dann wird es schwer, dir zu helfen. Und das sage ich auch jetzt nur, weil ich das schon öfter mitbekommen habe. Es kann sein, dass ihr in eurer Bubble lebt und niemand weiß, dass ihr euch datet, und du weißt aber auch nicht, mit welchen Personen beispielsweise dein Freund verkehrt und was er genau macht in der Zeit, in der er nicht mit dir ist. Und deshalb ist es wichtig, da bestimmte Leute reinzulassen. Ich sage nicht, dass man das jetzt der ganzen Welt verkünden muss. Das kann jeder selber entscheiden, aber mein allererster großer Tipp ist, lebt die Beziehung nicht alleine. Der nächste Tipp ist, beobachtet die Person genau und insbesondere auch seinen Charakter und wie er sich im Alltag zeigt. Am Anfang ist es immer so, jeder zeigt sich von seiner besten Seite, aber irgendwann kann man das nicht mehr so aufrechterhalten. Irgendwann zeigt jeder sich, wie er oder sie wirklich ist. Und oft erkennt man das auch gut im Alltag oder wenn man eben die Person auch in anderen Konstellationen sieht, beispielsweise in der Familie oder beispielsweise unter Freunden. Wie behandelt er seine Freunde? Wie behandelt er seine Familie? Wie redet er über seine Familie? Ist er loyal seinen engsten Personen gegenüber oder spricht er schlecht über sie? Schau nicht nur, wie er zu dir ist, sondern auch, wie er zu anderen ist. So wie er die Personen behandelt, die er schon ewig kennt, wie beispielsweise die Familie, so wird er letztendlich wahrscheinlich auch dich behandeln. Der nächste Tipp ist, lasst Menschen in eure Beziehung reinsprechen. Nochmal, ich sage nicht, die ganze Welt hat ein Anrecht darauf zu erfahren, wen du datest oder in welcher Beziehung du lebst. Und ich weiß auch, dass es schwer ist, Personen zu finden, die für eure Beziehung sind, für dich sind und dir auch gute Tipps geben werden. Aber es ist wichtig, 2, 3 enge Freunde zu haben oder Mentorinnen, die dich ehrlich darin begleiten können. Sie können dir helfen, wenn du vor lauter Schmetterlinge im Bauch nicht klar sehen kannst, und dir helfen zu identifizieren, wenn doch irgendwie was faul ist. Frag dich auch, bringt er dich näher zu Gott oder eher weg von Gott? Wenn die Menschen Bedenken haben, dann höre ihnen zu und versuch, das, was sie sagen, anzunehmen. Natürlich wirklich nur, wenn du den Personen auch wirklich vertrauen kannst. Der nächste Tipp ist, trefft euch in Gruppen. Abgesehen davon, dass irgendwann die Date-Ideen vielleicht ausgehen, ist es hilfreich, sich auch in Gruppen zu treffen, weil auch da kannst du wieder sehen, wie ist er in anderen Konstellationen. Wie spricht er mit Frauen? Ist er freundlich? Ist er hilfsbereit? Oder ist er ganz anders, wenn du nicht dabei bist? In Gruppen siehst du oft, wie sein Verhalten wirklich ist. Gib nicht dein eigenes Leben komplett für ihn auf. Das ist vor allem, glaube ich, so ein Problem bei Mädchen oder bei Frauen, dass wir dann schnell von Jungs abhängig sind, dass wir unseren Alltag so schnell an Jungs anpassen oder an unsere Freunde anpassen. Aber schau auch du, dass du deine Hobbys weiter pflegst, dass du deine Freunde dann regelmäßig siehst, dass du deiner Berufung weiter folgst. Ein guter Mann oder ein guter Freund wird dein Leben bereichern und dein Leben ergänzen und dich nicht einschränken. Der nächste Tipp ist, date mit Purpose. Ich sag's, wie es ist. Wenn er keine ernsten Absichten hat, dann verschwende nicht deine Zeit. Das heißt nicht, dass du nach 3 Wochen über die Hochzeit sprechen musst, aber es bedeutet
dass ihr nicht jahrelang in irgendeiner Beziehung versteckt, die zu nichts führt. Frage dich deshalb, habe ich Frieden in der Beziehung? Sehe ich mich wirklich mit ihm eine Zukunft bauen? Stellt er sich wirklich eine Zukunft mit mir vor? Wenn der Mann dich ständig hinhält und keine klaren Absichten hat oder nur mit deinen Gefühlen spielt, dann ist das nicht Gottes Plan für dich. Gott hat jemand für dich, der dich respektiert, der dich ehrt, der deine Gabe und deine Berufung unterstützt und mit dir eine gottzentrierte Ehe aufbauen möchte. Again, wenn du merkst, die Beziehung entfernt dich eher von Gott oder ob du dich immer wieder fragen musst, ob du gut genug bist, dann sei mutig und geh lieber aus dieser Beziehung raus. Der nächste Tipp ist etwas sensibel, aber lebt eure Beziehung in Reinheit, auch wenn das schwer ist. Und das Thema ist so wichtig. Ich sag dir ganz ehrlich, mein Mann und ich hatten auch unsere Schwierigkeiten mit dem Thema, aber wir haben auch gemerkt, dass es so wichtig war, gerade diesen Punkt auch Gott abzugeben und uns danach zu richten. Baut eure Beziehung auf Gott und das gehört eben dazu. Wenn ihr eure Beziehung auf Gott baut und nicht auf körperliche Nähe, dann erfahrt ihr wirklich wahre Intimität. Und wahre Intimität entsteht durch Gespräche und nicht zwangsläufig durch dieses Körperliche, sondern wirklich durch Gespräche, dass ihr über die Vergangenheit sprecht, dass ihr über eure Träume sprecht, dass ihr eure Ängste und Sorgen miteinander teilt. So entsteht wahre Intimität. Und da ist es ganz wichtig, Grenzen zu setzen, sich bewusst Grenzen zu setzen und sich auch an diese Grenzen zu halten. Und auch ein ganz wichtiger Tipp, baut eine tiefe Freundschaft auf. Am Ende des Tages sollte dein Freund nicht nur dein Partner sein, sondern auch dein bester Freund. Ich habe eben schon gesagt, baut eine Intimität auf, in der ihr über alles sprechen könnt. Habt keine Geheimnisse voreinander und achtet darauf, dass ihr von Anfang an eine ehrliche Beziehung aufbaut. Betet miteinander, denn das schafft eine ganz besondere Verbindung. Ich kenne alles aus der Vergangenheit von meinem Mann und er kennt auch alles aus meiner Vergangenheit. Auch Dinge, die ich niemand anderem gesagt habe, habe ich natürlich nicht von Anfang an, aber nach und nach ihm erzählt, weil es meiner Meinung nach keine Geheimnisse in der Beziehung geben sollte, weil ihr auch eine Ehe nicht auf Geheimnissen aufbauen wollt. Und wir sind ja noch nicht so lange verheiratet, wir sind ja erst fast 3 Jahre verheiratet, aber auch jetzt, vor allem eben in der Season, in der wir jetzt gerade sind, mit einem Baby, kann ich euch sagen, Freundschaft ist so, so wichtig. Und immer wieder auf diesen Punkt zu kommen, dass man wirklich auch befreundet ist. Und dann noch ein letzter Tipp, wenn du verletzt worden bist in Beziehungen, dann trau dich natürlich, wenn du bestimmte Dinge aufgearbeitet hast, neu anzufangen, neu zu daten. Falls du schlechte Erfahrungen gemacht hast, sei es durch Lügen, Betrug, Manipulation oder emotionale Abhängigkeit, dann glaube daran, dass du heilen kannst und dass nicht alle Männer gleich sind und dass dein Herz stärker ist, als du denkst. Und du hast gelernt, was du nicht willst und was nicht gut für dich ist. Du bist eine Tochter Gottes, du bist wertvoll, du bist geliebt, du hast verdient, mit Respekt behandelt zu werden und du solltest natürlich auch deinen Partner mit Respekt behandelt. So, das waren meine Tipps. Was ist dein größter Tipp in Sachen Dating? Lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere meinen Kanal sehr gerne, wenn du weiter solcher ehrlichen Tipps haben möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Blessings!